Tazzi testet irgendwas. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tazzi testet irgendwas. Ich habe wieder ein paar Kleinigkeiten hier. Diesmal sind es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir schauen mal. Und zwar fangen wir an mit etwas Neuem. Also falls hier mal Sachen kommen, die ihr schon kennt, die schon total alt sind, heißt halt für mich, ich habe sie trotzdem noch nicht getestet. Deswegen sind sie für mich immer neu. Es sind vielleicht keine Neuheiten, aber neu für mich, weil ich es noch nicht getestet habe. Aber diese Dinger hier, die sind wirklich neu. Und zwar Airfryer-Pizzas. Wir hatten vor ein paar Videos schon mal Airfryer-Pizza gekostet und probiert. Das war von einem Sternekoch gewesen und die waren ganz nett. Jetzt gibt es welche von Wagner und ich bin sehr gespannt. Es gibt 3 Sorten. Es gibt einmal die Sorte Spinat, es gibt die Sorte Salami und es gibt die Sorte Mozzarella. Diese 3 hier. Und ich habe sie auch alle schon gemacht. Sie liegen vor mir. Es ist jeweils immer nur 1 drin. Bei dem anderen waren ja 2 Stück drin. Auf der Verpackung steht übrigens, dass die 12 Minuten in den Airfryer sollen. Bei 180 Grad. Ohne Vorheizen. Das Ding ist, die sind ein bisschen, naja, ich würde sagen, 10 bis 8 reichen auch. Also ich musste sie vorher rausnehmen, weil es mir dann schon so langsam ein bisschen zu dunkel wurde. Deswegen waren die keine ganzen 12 Minuten drin. Die Nährwerte, fangen wir mal an. Von Spinat sind diese hier. Irgendwas leuchtet da, ich weiß nicht was. Ich hoffe, ihr konntet alle wichtigen Zahlen erkennen. Von Spinat, von Salami sind das, mal gucken, dass ich es richtig rumhalte, diese hier. Und von Mozzarella sind das diese hier. Genau. So sehen die Teile aus. Salami und Mozzarella. Hier seht ihr, ich meine, das ist schon sehr dunkel gewesen, weswegen ich das jetzt ein bisschen früher rausgenommen habe. Ich glaube 2 Minuten früher habe ich es rausgenommen. Genau. Nichtsdestotrotz finde ich, sind sie recht wobbelig. Es ist nicht so richtig gut, finde ich. Das war bei den von dem Sternekoch nicht so. Die waren super knusprig. Genau, nennt sich das hier eigentlich Pizza? Ich muss mal kurz gucken. Airfryer Snack Salami. Da steht halt nicht Pizza drauf, ne? Aber okay. Gut, wir fangen an und ich würde sagen, wir fangen an mit Spinat. Ich schneide mal ein Stückchen ab. So sieht das Ganze nochmal aus. Und Prost. Unten der Boden ist, naja, vorgefertigt halt irgendwie, ne? Wir probieren. Cheers. Also schmeckt schon mal nach Spinat, schon mal gut. Ich finde tatsächlich, dass es irgendwie ein bisschen salzig schmeckt. Der Teig ist okay. Also ich finde, der Teig an sich könnte ein bisschen länger noch in den Airfryer oder Ofen. Man kann ihn auch im Ofen machen. Aber ist okay. Ist okay, schmeckt. Aber jetzt
nicht wahnsinnig umwerfend. Ich würde dem Ganzen, ja, es ist okay, 2,5 Kekse geben für Spinat. 2,5 Kekse für Spinat. Gut, dann gehen wir mit Mozzarella ins Rennen. Und bei Mozzarella sieht das Ganze nochmal so hier aus. Cheers. Die schmeckt mir deutlich besser. Die schmeckt sehr fruchtig nach Tomate. Also die ist wirklich gut. Da ist auch so ein bisschen grünes Pesto noch mit drauf. Also die schmeckt wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Doch, die gefällt mir. Die kriegt von mir, weil ich die wirklich lecker finde, 4,5. Ja, 4,5 Kekse kriegt die. Mozzarella. So, und dann wollen wir noch Salami probieren. Ist es hier gut verteilt mit der Salami? Ja, würde ich schon sagen. Nochmal aus der Nähe. Ja, die ist so im Mittelfeld. Die ist besser als die Spinat, finde ich. Spinat ist mir einfach zu wenig los. Und bei der Salami-Pizza, das ist zwar okay. Allerdings finde ich, da fehlt so ein bisschen die Fruchtigkeit, die wir hier bei der Mozzarella-Pizza haben. Die fehlt hier ein bisschen. Dafür ist die Salami ganz okay. Ich würde der Pizza, der habe ich 4,5 gegeben. Ja, 3,5. Ich würde der tatsächlich nur 3,5 geben. Nicht 4, oder? Nee, dafür ist es mir so ein bisschen zu... Da fehlt mir ein bisschen Tomate. Da fehlt so ein bisschen diese Fruchtigkeit von der Tomate. Die ist auf der Mozzarella wesentlich besser. Schmeckt gut, aber halt nicht umwerfend. Genau, so viel dazu. Jetzt schiebe ich das hier alles wieder auf mein Brettchen zurück. Wie lege ich das jetzt hier? So. Und dann kommt der Stapel erstmal beiseite. Keine Angst, es wird hier alles aufgegessen. Es gibt genügend Mitglieder in diesem Haushalt. So, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu etwas Süßem. Und zwar Schokolade. Und zwar kommen wir jetzt zu Ragusa. Ragusa gibt es in 3 verschiedenen Sorten. Es ist eine Schokolade mit ganzen Nüssen drin. Es gab die Sorte Noir, es gab die Sorte Blond und Milchschokolade. Die sahen allerdings beide nicht so lecker aus. Und sie war sehr teuer, weswegen ich nur eine davon mitgenommen habe, nämlich die hier auf jeden Fall gegessen wird. Und zwar die mit dunkler Schokolade. Diese hier, Ragusa. Genau, die Nährwerte sind, mal gucken, ob wir das eingefangen kriegen, ist ja doch recht klein, aber ich hoffe, ihr könnt es lesen. Genau, dann wollen wir mal probieren. Das ist ja ulkig gemacht hier. Es gibt irgendwie einmal hier oben eine Öffnung, aber man kann sie auch ganz normal öffnen. Das ist ja merkwürdig. Wer macht denn sowas? Okay. In Staniolpapier, wie meine Oma sagen würde, eingepackt. Oder Alufolie. Wobei ich das Wort Staniol irgendwie nett finde. Weiß nicht wieso. Irgendwie mag ich es. Staniol. Klingt so besonders. So. Ja, schön. Und wo geht's jetzt auf? Hier. An die Seite. Oder auch nicht. Ich muss mal kurz ablegen. Moment. Hä? Ja, dann mach doch nicht so, wenn es eh nicht so aufgeht. Das ist ja Blödsinn hier. Das ist ja absoluter Mumpitz. Es wird immer schlimmer. Also,
Okay, wir haben jetzt, nee, das filme ich mit dem Handy, das ist einfacher. Freunde. So, das ist unsere Schokolade. Also, dass da noch so ein Plastikteil mit bei ist, verstehe ich nicht so ganz. So ein bisschen wie bei Schogetten. Und das hier ist unsere Schoki. Also, es sind ja schon recht große Stücke, muss man ja auch sagen, ne? Naja, okay. Dann brechen wir mal eins durch. Kommt halt aus dem Kühlschrank. Schoki mag ich nur, wenn sie aus dem Kühlschrank kommt. Das ist die Schokolade mit den Nüsschen. So, Prost. Lecker. Schön cremig innen drin. Ne? Riegel mit dunkler Schokolade mit Pralinefüllung. Und ganzen Haselnüssen. Sehr lecker. Da kann man sich schon mal ein Stückchen von gönnen. Sehr lecker. Schmilzt halt nur sehr schnell in den Fingern. Vermutlich sollte man sich so ein Stückchen direkt komplett in die Schnute stopfen. Genau. So, okay. Ich kriege die jetzt zurück in die Packung. Mit gutem Willen. Ich glaube, guter Wille hilft nicht. Gar keine Sterne gegeben, oder? Habe ich der Kekse gegeben? Habe ich der Kekse gegeben? Ich habe vergessen, der Kekse zu geben. Die kriegt 4 Kekse. Sind lecker. Okay. Jetzt habe ich hier überall Schoki. Sehr schön. Fein. Okay. So. Ich habe aber noch eine zweite Schokolade gekauft. Und zwar fand ich irgendwie, weiß ich nicht, also die Verpackung sah so lecker aus. Und zwar Johnny Doodle seit 2015. Ich weiß nicht, ist das irgendwer Berühmtes? Johnny Doodle? Sollte man ihn kennen? Also ich kenne ihn nicht. Sorry. Und zwar hat er rausgebracht, oder die Firma hat rausgebracht, Milk Sweet and Salty Nuts Schokolade. Und die sieht halt einfach lecker aus. Guck doch mal. Allein diese Nüsse da oben. Sehen die lecker aus. Oh mein Gott. Ich finde es richtig gut. Die Nährwerte dafür sind nicht existent. Doch, da oben. Das ist so ganz komisch geschrieben. 100 Gramm haben 553 Kalorien. Naja, es ist halt Schokolade mit Nüssen. Ne? Darf man halt nicht unterschätzen. Genau. Also, dann wollen wir mal öffnen. Ja, hat sich ja richtig gut geöffnet. Der Teig ja richtig gut. Okay. Die ist in schwarzes Staniolpapier eingepackt. Gucken, ob sich das besser öffnen lässt. Natürlich auch nicht. Nö. Müsst ihr euch nicht denken. Also, wer macht denn sowas? Also ernsthaft. So. Steht ganz groß Johnny Doodle drauf. Witzig. Die andere Seite von der Schokolade sieht so aus. Sehr viele Nüsse. Sehr, sehr gut. Mögen wir. Cashews und Erdnüsse sind da drauf. So karamellisiert halt. Okay. Let's go. Das sind ja auch relativ große Stücke. Ich nehme mir das J. Prost. Also, ich möchte meinen, die Schokolade ist wirklich nichts Besonderes. Schmeckt so ein bisschen wie sehr billige Schokolade. Dafür sind die Nüsse ganz lecker. Also beziehungsweise
die Kombination aus der Schokolade mit den Nüssen funktioniert ganz gut. Die Nüsse sind salzig, wie es ja auch, glaube ich, hier drauf steht. Lass mich kurz gucken. Sweet and salty nuts, genau. Salzige Nüsse ist okay, aber haut mich nie vom Hocker. Funktioniert durch Nuss mit Schoki, also salzig mit süß, ja, aber dadurch, dass die Schokolade halt so billig irgendwie ist, also sie schmeckt halt so nach billiger Schokolade, ist sie jetzt nicht so dolle. Die kriegt von mir 2,5. Ja, 2,5 Kekse. Ist okay. Also hier steht drauf, dass das belgische Schokolade ist. Ich finde, die schmeckt irgendwie billig. Naja, gut, okay. So viel dazu. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Von dem ganzen Süßkram. Eine ganz süße Schnute. Okay. Ich habe aber noch mehr Süßes. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal was Herzhaftes. Und zwar ganz neu. Also wirklich ganz neu. Ganz neu bei Rewe. Und zwar Soßen. Und zwar nicht irgendwelche Soßen, sondern Subway-Soßen. Und zwar 2 Stück. Und sogar die 2 beliebtesten bei uns hier zu Hause. Wahrscheinlich würde ich sagen, sind die dann so die beliebtesten so generell. Weil wenn es nur die beiden Sorten bei uns gibt, wird es sie wahrscheinlich überall woanders auch eher nur die 2 Sorten geben. Ich weiß, dass es noch alle anderen Sorten wohl auch geben soll. Aber ja, ich habe unsere 2 Lieblingssorten mitgenommen, weil es halt auch nur diese 2 Sorten gab, wie gesagt. Und zwar So You So Me Chipotle Sauce West ist die eine Soße. Diese hier, die hat Nährwerte. Und zwar diese hier. Oh Gott, das spiegelt ja mal wieder alles ganz wundervoll. Kann ich da meine Foto vorhalten, dass ihr das besser seht? Oder seht ihr das sowieso und es spiegelt nur so bei mir so doll? Naja, nee, sieht man nicht besser. Und mein persönlicher Liebling, Chipotle Sauce West, ist der Ehemann sehr, sehr gerne. Und ich mag Sweet Onion. Sweet Onion liebe ich. Es ist so lecker, Sweet Onion. Also wirklich. Beste Soße überhaupt. Also ich mag auch die. Aber Sweet Onion, mein Favorite. Und das sind die sehr hellen und sehr gespiegelten Nährwerte. Weswegen ich mir jetzt eine halbe Scheibe Brot mitgebracht habe. Um die Soßen auch zu probieren. Wir machen auf. Muss ich hier noch was abziehen? Bestimmt sogar, ne? Ja, war ja klar. Hier ist noch so ein Böpsen drauf. Sekunde. Sekunde. Okay. Na dann. Prost. Oh. Ich würde sagen, das reicht, oder? Dann können wir mal noch ein bisschen. Ein bisschen. Okay. So schaut das aus. Ich finde, sie schmeckt ein bisschen anders als wie bei Subway. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist es wirklich von Subway, weil davon steht ja hier nichts drauf. Also ich sehe halt nichts, dass hier irgendwas draufsteht, dass es irgendwie von Subway wäre. Aber es sind zumindest die Sorten, die es bei Subway gibt. Genau. So. Und Sweet Onion. Das hat mich angespritzt. Ich gebe die Pfui. Nein, nicht abschlabbern. Ich muss es mit dem Brot probieren. Einmal ein bisschen schütteln.
Ich habe bei der anderen auch gemacht. So. Sieht schon sehr danach aus, finde ich. Okay, Prost. Also entweder habe ich einen komischen Geschmack gerade, vielleicht durch den Süßen noch. Aber ich finde, es schmeckt nicht ganz so wie bei Dingsbums, bei Subway. Also ist okay, aber es ist mir nicht süß genug. Ich finde es sehr sauer. Aber es kann halt wirklich daran liegen, dass ich eben Schokolade gegessen habe, dass sich das deswegen so sauer schmeckt. Beide Sorten, finde ich, schmecken relativ sauer. Aber es kann halt wirklich an der Schoki liegen. Aber ansonsten finde ich sie sehr lecker. Da ich jetzt aber natürlich getrübt bin durch die Schokolade, gebe ich, was gebe ich euch denn? Ich gebe euch, das ist ein bisschen unfair irgendwie, ne, weil ich halt Schoki gegessen habe. Was machen wir denn da? Wir machen, ich bin unentschlossen. 3,5. Wir machen beide 3,5. Ja, wir machen beide 3,5. 3,5 ist okay. Okay. So viel dazu. 3,5 Sterne für Subway-Soßen. Ist das Subway? Ich hoffe, dass ich hier nichts Falsches sage und die eigentlich gar nicht zu Subway gehören, sondern einfach nur die Sachen gemobst haben für ihr Image oder so. Keine Ahnung. Gut, kommen wir zu wieder was Süßem. Und zwar gibt es ganz frisch eine Limited Edition von Kinder Pinguin. Und zwar Sachertorte. Limited Edition heißt ja eigentlich auch im Grunde genommen nichts anderes als wie kommt jedes Jahr wieder. Ich weiß nicht, ob es Sachertorte schon mal gab. Weiß ich ehrlich nicht. Aber wir probieren das jetzt. Ich habe das nämlich noch nie probiert. Vielleicht ist es wirklich ganz neu. Und es gab die noch gar nicht. Aber weiß ich wie gesagt nicht. Schauen wir, keine Ahnung. Seit wann macht man die eigentlich so blöd hier oben auf? Das ist doch richtig dumm. Es war doch viel besser, wenn man hier diesen Schnipsel so drehen konnte. Dann konnte man das so richtig gut festhalten. Nee, jetzt muss man das so dumm hier oben aufreißen. Das ist doch einfach nur Mist. Wirklich. Das ist einfach nur Mist. Also, von außen sieht es erstmal genauso aus wie immer. Ich beiß mal rein. Man erkennt jetzt nicht so richtig diesen Layer dazwischen. Aber man muss ja auch sagen, selbst auf dem Bild ist er ja wirklich sehr dünn. Oh Gott, wann habe ich denn das letzte Mal Sachertorte gegessen? Das ist schon ewig her. Schmeckt das wie Sachertorte? Nee, finde ich nicht. Ich finde nicht, dass es nach Sachertorte schmeckt. Es schmeckt wie Torte, ja. Aber ich finde, es schmeckt auch irgendwie alkoholisch. Ich weiß jetzt gar nicht, ist in Sachertorte Alkohol eigentlich drin? Also hier ist auch Aprikose drin. Ich weiß gar nicht, ist in normaler Sachertorte Aprikose drin? Wahrscheinlich schon, ne? Sonst wäre es hier nicht drin. Also ja, es schmeckt wie Tortenfüllung. Aber Sachertorte ist meiner Meinung nach sehr viel schokoladiger. Vom Kuchen her halt auch einfach. Und hier ist es so leicht säuerlich durch die Aprikosenmarmelade halt auch da drin. Und ich finde das Original okay. Alles, was ich bisher an anderen Sorten probiert habe, war immer nicht so dolle.
Und hier ist es auch. Also, das Original ist gut. Das hier ist eher so, ne, 2,5. 2,5 Kekse. Ist okay, muss man aber nicht wieder kaufen, finde ich. Also ich würde es nicht nochmal kaufen. Da kaufe ich lieber das Original. Das schmeckt besser. Ja, na gut. 2,5 Kekse für Kinderpinguin. Aufgegessen werden muss es halt trotzdem. Und das ist nur klein. So, zu guter Letzt habe ich was zu trinken. Und zwar auch eine Limited Edition. Und zwar Halloween Edition. Da gibt es noch mehr Sorten von. Ich habe allerdings tatsächlich nur die eine Sorte gefunden. Und zwar Fanta. Und ich habe Chucky Forest Berries. Diese hier. Die Nährwerte dazu sind so. Genau. Ich habe natürlich auch wieder mein kleines Glas mitgebracht. Dann wollen wir mal gucken. Schnuppertest. Es riecht sehr fruchtig. Es hat wenigstens eine vernünftige Farbe. Richtig schöne rote Beerenfarbe. Ich spüle mal ganz kurz noch mal mit Wasser vorher. Prost. Juhu. Das ist aber nicht lecker. Nee. Das ist so, also es schmeckt sehr nach Dose, finde ich. Und nach Dose und nach hier nach, na sag schon, nach nicht nach Zucker, nach Süßstoff. Nach Süßstoff, es schmeckt nach Süßstoff. Nach Dose und Süßstoff. Das ist nicht so geil, sage ich euch ehrlich. Hat sich nicht gelohnt darauf. Hat sich nicht gelohnt, die zu kaufen, finde ich. Naja, okay. Das war's. Ach nein, sie braucht ja noch ein paar Kekse. 1. Das ist nicht mein Geschmack. Alles hier ist nur mein persönlicher Geschmack. Wenn dir das schmeckt, ist das natürlich super gut, ne? Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Du darfst alles lecker finden, was ich hier gegessen habe. Oder auch nicht lecker finden, was ich gegessen habe. Das ist total okay, weil Geschmack, darüber lässt sich halt streiten, ne? Und nicht jeder hat denselben Geschmack. Gott sei Dank. Das wäre ja furchtbar, wenn wir alle dasselbe mögen würden. Und meine Stimme war sehr hoch gerade. Gut, ihr Lieben. Ich verabschiede mich. Habt einen ganz wundervollen und bis bald und Prosit und bis später, Silje.